Liebe Zuschauer, wenn zwei Zwillinge zusammen 1476 Pfund wiegen, ist das an sich schon ein Rekord. Aber wenn die beiden auch noch als Stuntmen auf Spezialmotorrädern ihr Geld für das viele Futter verdienen, das sie brauchen, um ihr Gewicht zu halten, dann ist das schon eine Eintragung ins berühmte Guinness-Buch der Rekorde wert. David Frost präsentiert auch diese Höchstleistung in seiner Sendung, übrigens der 6. Folge seiner Reihe und damit der letzten. Können Sie sich vorstellen, 18 Eier zu verzehren? Selbstverständlich auch noch 4 bis 6 Pfund Speck, einen ganzen Laib Brot, circa 4 Liter Orangensaft und 2 Kannen Kaffee. Bei einer Sitzung. Unser nächster Gast kann das und tut das. Tagtäglich, nur mal so zum Frühstück. Und ich freue mich, dass Sie ihn nun gleich kennenlernen dürfen. 747 Pfund schwer, Billy McGuire. Und sein kleiner Bruder, 727 Pfund, Benny. Die schwersten Zwillinge der Welt. Und ich freue mich wirklich, dass Sie zu uns gekommen sind, die schwersten Zwillinge der Welt, Billy und Benny McGuire. Willkommen in unserer Show. Nehmen Sie Platz, bitte. Ah, null Diät, wie? Oh, kleiner Schatz. So, da ist erstmal eine Frage, die ich Ihnen sofort stellen möchte. Und sie lautet, wie viel haben Sie bei Ihrer Geburt gewogen, Billy? David, ich habe 4,90 Gramm gewogen. Und mein Bruder Benny hatte 4,60 Gramm gewogen. Als wir noch kleiner waren, also so 12 oder 13 Jahre alt oder 14, da waren unsere Eltern unseretwegen ziemlich in Sorge, denn wir waren, größer als sie, also als unserem Alter entsprechend. So sind wir erstmal in ein Krankenhaus gekommen. Wir kamen in ein Krankenhaus und sind 6 Wochen dort geblieben. Man hatte uns da auf eine 1000-Kalorien-Diät gesetzt. Am Ende, nach 4, 6 Wochen, hatte jeder von uns 5 Pfund zugenommen. Wie sieht das sonst bei Ihnen aus? Ich meine, sind Sie verheiratet? Ja, sind wir, David. Wir sind beide verheiratet mit Zwillingsschwestern. Aus Montreal, Kanada. Sie sind Franco-Kanadierin. Meine Frau wiegt 98 Pfund. Was, nur 98 Pfund? Ja. Als Sie geheiratet haben, hat sie da 200 gewogen und den Rest haben Sie aus ihr rausgekriegt. Nein, sie hat immer 98 Pfund gewogen. Sie ist nur wie ein Piepmatz. Wirklich albern. Vogelfutter und Körner und so ein Zeug. Wirklich. Und was ist mit Ihrer Frau? Ich bin mit einer Dicken verheiratet. Sie wiegt 115 Pfund. und die beiden haben wohl gesagt, dass sie magere Männer nicht mögen und dass das der Grund ist, warum sie geheiratet haben, was? Naja, Sie sagen, Sie hätten uns wegen unserer Persönlichkeit geheiratet. Ich meine, Sie wissen, wir sind nett, wir reisen viel rum und wir vertragen uns mit jedem, wenn es möglich ist. Wenn Sie reisen, wie reisen Sie? Ich meine, was passiert, wenn Sie in ein Flugzeug steigen? Ach naja, wenn wir irgendwo hinfliegen, David, dann besetzen wir erst einmal jeder 3 Sitze. Genau genommen brauchen wir ja nur 2,5 Sitze. Aber normalerweise gibt man uns wegen der Bequemlichkeit noch den anderen halben Sitz dazu. Und der Pilot verlangt, dass ich auf der einen Seite vom Flugzeug sitze und mein Bruder auf der anderen. Also wenn Sie 5 Sitze quer rübernehmen, dann können Sie doch, wenn Sie ein bisschen zusammenrücken, mit 2,5 und 2,5 auskommen. Wie ist es mit Autos? Ja, wir haben da Spezialanfertigungen. Wir nehmen die Wagen, wissen Sie, direkt vom Montageband. Ja, und dann bauen wir den Vordersitz, wo der Rücksitz ist. Verlängern die Brems- und Gaspedale, also mit besonderen Blocks. Und auch der Vordersitz ist zur Sicherheit festgeschweißt, unverbolzt. Da kann also nichts passieren. Und was sind Ihre Hobbys? Ich meine, was tun Sie gern? Tja, außer Minimotorräder fahren gehen mein Bruder und ich gern fischen. Wir sind aus Hendersonville, North Carolina. Da gibt's prima Möglichkeiten zum Forellenfischen. Wir tun das gerne und sitzen am Bachufer stromauf und abwärts und fischen. Da ist eine Sache, die Sie in dem Gespräch vielleicht mitbekommen haben und die mich fasziniert hat, das muss ich schon sagen. Und das ist das Fahren mit den Mini-Motorrädern. Ich war wirklich verblüfft, als ich davon gehört habe. Und ich wollte mir das mit eigenen Augen ansehen, wie Sie bemerkenswerte Kunststücke darauf vollbringen. Wirklich erstaunliche Artistik auf Ihren Mini-Motorrädern.
Ich nehme an, Sie hören die Motorräder schon im Hintergrund. Die beiden lassen ihre Maschinen jetzt warm laufen. Benny Maguire zum Beispiel fährt eine 70er Honda. Und er wird einen neuen Sprungrekord versuchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er will 15 Schulbusse überspringen. Ja, 15, Sie haben richtig gehört. Sollte es ihm gelingen, wird er den von Evel Knievel aufgestellten Rekord übertreffen, der sich dabei 433 Knochen gebrochen hat. Und um diesem unglaublich wagemutigen Helldriver-Kunststück die Krone aufzusetzen, werden Benny und sein Bruder Billy so ganz nebenbei noch die Flammen einer infernalisch brennenden Feuerwand durchrasen. Und jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Jeden Moment, da hören Sie das Geräusch der gewaltigen Maschinen, eine Atmosphäre wie bei einem Formel-1-Rennen. Und denken Sie an die 15 Schulbusse, die übersprungen werden sollen. Und Benny muss jetzt gleich hierher kommen. Ich bin wirklich riesig gespannt. Warten Sie, warten Sie. Es gibt doch noch einmal Gas. Und jetzt geht's los. Da haben wir ihn. Benny ist unterwegs und, wie gesagt, 15 Schulbusse. Und da hat er sie geschafft. Donnerwetter, 15 wahrhaftige Schulbusse. Und jetzt bleibt nur noch die Feuerwand. Na, war das was, Will? Außerordentlich. Also das war absolut fantastisch. Evel Knievel. Du wirst vor Neid ablassen. Also ich bin der Meinung, das war eine fantastische Show. Das war wirklich... Ich meine, das war irgendwie superb und zauberhaft, unseretwegen eine solche Anstrengung zu wagen. Und wir meinten, nach einer derartigen körperlichen Belastung würden die beiden vielleicht ein wenig hungrig sein. Und wir haben für sie ein kleines Mittagsschmäuschen vorbereitet. So, und nun wollen wir uns Elizabeth und Terry vom Dunes Hotel zuwenden. Ja, also wir wollen Ihnen das mal zeigen. Es ist ein kleines Geschenk, das wir für Sie haben. Und wir haben es extra von einer Keksfabrik herstellen lassen in Los Angeles. Und jetzt wird die Geschichte enthüllt und ja, da haben wir ihn. Das ist ein Guinness-Weltrekord-Keks. Und für wahr verdient, das muss ich schon sagen. Und nebenbei für die Historiker. In diesem unglaublichen Keksmonster befinden sich 10.000 Schokoladenchips, 25 Pfund Mehl, ja tatsächlich. Nicht zu vergessen die 15 Pfund Butter und so weiter. Ja, und da kann ich nur sagen, guten Appetit. Okay. Okay, lasst es euch schmecken, Jungs, und danke vielmals. Es war ein Vergnügen, euch bei uns zu haben. Danke sehr. 727, es hat uns allen viel Freude gemacht. 747, und jetzt lasst den Keks nicht kalt werden. 9,1 Millionen Menschen, meine Damen und Herren, haben letztes Jahr Las Vegas besucht und sie haben dabei 2 Milliarden Dollar ausgegeben. Aber in dieser Stadt des Gewinnens und Verlierens gibt es wenigstens eine Sache, in der man nicht wie anderswo Geld bezahlen muss. In ganz Las Vegas nämlich gibt es keine Geldeinwurftoiletten. Es gibt 25.871 Spielautomaten, 1.015 Blackjack-Tische, 88 Roulette-Räder, 192 Würfeltische und 747 Kinobretter. Und wenn Sie Ihr Glück absolut aufs Spiel setzen wollen, dann gibt es auch noch 192 Orte, an denen man heiraten kann. Und wir haben hier eine der beiden Weltrekordausstellungshallen von Guinness. Eine ist im Empire State Building und die andere ist hier. Also fanden wir es ganz passend, uns hier einmal einzufinden. Hier in Circus Circus, das nebenbei der weltgrößte Dauerzirkus ist, abgesehen natürlich vom Weißen Haus. Gekrönt wird der ganze Spaßtempel von einem 30 Meter hoch aufragenden Plexiglasdach. Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren, neben Telly Savalas ist das die zweitteuerste Kuppel im Showgeschäft. Und da sehen wir des Mannes liebste Begleitung. Und da 2 liebliche Hündlein. Und diese Hunde sind wirklich einzigartig. Und wie Sie sehen können, haben sie sich warm angezogen. Und diese Hunde heißen Ming und O. Ja, Ming und O. Der stolze Besitzer sitzt übrigens in der ersten Reihe. Und ich darf darauf hinweisen, dass die Falten im Gesicht der beiden vom vielen Grübeln kommen. Nur das worüber, das haben wir noch nicht herausbekommen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Sie das erste Mal einen Hund umgestülpt sehen. Also Ming und O, das sind Sharpies, das sind chinesische Kampfhunde. Die wirklich seltenste Rasse, die existiert. Die Jungs sind so exklusiv, dass sogar ihre Flöhe Stammbäume haben. Die Herrschaften sind superartig. Und sie sind eine echte Kostbarkeit und sie sollen so um die $5.000 bringen. Oder ihre Hausschuhe oder die Zeitung. Oder was immer sie wollen. Jedenfalls sind sie die seltensten Hunde der Welt. Danke sehr, Charlie.
Dieser beeindruckende Turm, meine sehr verehrten Damen und Herren, den wir hier sehen, ist ungefähr 2,85 Meter hoch, also wesentlich höher als meine Nase und das will schon was heißen. Sehen Sie sich das gut an, ich möchte Sie genau informieren. Wir haben also zum Beispiel die Scheiben, also 12 Räder, mit Orangen, Zitronen und Bananen. Und ich sage Ihnen, seit Carmen Mirandas Hut hat es nicht mehr so viel Obst auf einem Haufen gegeben. Da steckt man $0,25 hier rein und den Rest müsste das Ding allein schaffen. Ha! Na herrlich. Alles dreht sich, alles bewegt sich, es ist unglaublich spannend. Und Sie können erleben, wie Sie 4-mal gleichzeitig verlieren. Ist das nicht wunderbar, meine Damen und Herren? Blondinen sollen zwar bevorzugt sein, aber diese Brünette hier weiß, wie man nimmer enden wollende Aufmerksamkeit erringt, denn sie trägt die tollste und längste Perücke der Welt. Sie ist läppische 7 Meter lang, aus Naturhaaren gefertigt und wiegt 10 Pfund. 5 Haarwerker haben 3,5 Wochen lang wie die Wilden gewerkelt, um sie anzufertigen. Sie hat $10.000 gekostet. Die Schuppen gab's umsonst. Wenn Lady Godiva das Ding getragen hätte, wäre sie berühmt geworden durch einen steifen Hals. Ja, nun, sehen Sie sich die Herrlichkeit noch mal genau an. Ich meine, Elizabeth hat auch noch andere Herrlichkeiten, aber... Ja, seien Sie so lieb und zeigen Sie uns doch mal, wie lang sie tatsächlich ist, Elizabeth. Da schreitet sie. Die längste Perücke der Welt. Ich danke Ihnen. Nun, meine Damen und Herren, haben wir hier jemanden, der versucht, einen Rekord zu brechen. Und er muss noch 5,5 Stunden arbeiten, um einen neuen aufzustellen. Denn gleich hier drüben auf seinem Kunstrad, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir den berühmten Charlie Charles, der sich jetzt noch ein wenig in der Zeitung informiert und sie jetzt wegwirft, weil er so höflich sein will, uns zu begrüßen. Charlie will versuchen, über 5 Stunden und 30 Minuten auf dem Fahrrad zu bleiben, um den bestehenden Weltrekord von 5 Stunden und 26 Minuten zu brechen. Alles eine Frage des Sitzfleisches. Naja, im Augenblick sieht er ja noch ganz entspannt aus. Was meinen Sie, werden Sie den Weltrekord brechen können? Ja. Aha, ja. Ja, ich werde ihn schon brechen, denke ich. Ja, denken Sie. Sie scheinen mir ein wenig wortkarg. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass man sich auf so einer wackeligen Angelegenheit vielleicht mehr konzentrieren muss, als ich auf meinen 2 Beinen. Wie viele verschiedene Positionen können Sie denn hier einnehmen? Ich meine, 5,5 Stunden werden Sie ja nicht im Handstand oder so verbringen wollen. Also so und... Oh ja, das ist aber sehr entspannend, nicht wahr? Mhm. Oh, das wird aber auf keinen Fall 5 Stunden lang machen, da bin ich mir ganz sicher. Sagen Sie, steht heute irgendetwas Interessantes in der Zeitung? Können Sie uns informieren? Nichts Aufregendes. Na fein. Also viel Glück. Zwischendurch werden wir Sie immer mal wieder anfeuern und wenn Sie sich denn 5,5 Stunden nähern, dann wird Ihnen ganz Amerika und Las Vegas zujubeln. Okay? Das ist nur einer unserer Weltrekordversuche. Und meine Damen und Herren, wir haben wie immer noch viele mehr. Da gibt's Leute, die an der Decke hängen und wir werden auch noch mal an die frische Luft gehen, um eine Sensation zu erleben. Und hier im Saal, passend zu Las Vegas, werden wir einen Weltrekordversuch in Eheschließungen erleben, meine Damen und Herren. Ursprünglich wollten wir auch noch den Flitterwochen-Weltrekord angehen, aber da wollten die lieben Liebenden nicht mitmachen, was ich verstehen kann. Denn wer will sich beim Romy-Spielen schon über die Schulter gucken lassen, nicht wahr, meine Damen und Herren? Und nun möchte ich Sie einladen, Bob Specker kennenzulernen. Er ist Weltmeister im Dominostein umwerfen. Bob war schon in unserer letzten Sendung, in der er mit großem Erfolg 15.000 Dominosteine umgeschmissen hat. Und da geht's los. Die Dominosteine sind unterwegs, wie Sie sehen können. Klack, 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 klack. Das sieht ja fantastisch aus, was? Also ich glaube kaum, dass da irgendwo ein Haken drin ist, Bob. Was? Oder was sagen Sie? Ha? Ja, richtig. Wir waren jetzt schon an der 2. Rampe und alles ist gut gegangen. Nun geht es in ein paar Spiralen. Dann kommen wir zu einem 3-fachen Ausscheren. Da, das war auch fabelhaft. Ja, im Moment haben wir keine Probleme. Was? Wo ist das 3-fache Ausscheren? Gleich jetzt. Da haben wir es. Okay. Jetzt kommt sie den ganzen Weg zurück auf uns zu. Als nächstes werden wir eine Rampe sehen und dann eine Dreifachkreuzung. Oh, ja. Aha, also eine Rampe und eine Dreifachkreuzung. Na, ja, wer sagt's denn? Das muss ziemlich einfach sein, das aufzubauen, was? Ah, ja, und da ist ja auch die Rampe. Und nach der Dreifachkreuzung sehen Sie den Mausefallen-Effekt, wo 5 Mausefallen in die Menge geschossen werden. So, jetzt.
Wunderbar, fantastisch, fantastisch. Jetzt 8 Reihen gleichzeitig. Und da fallen Sie wieder. Ja, das muss man sich wirklich mal vorstellen, meine Damen und Herren. Sieht das nicht imponierend aus? Oh, was war denn das? Eine Vertikalspirale. Die Dominos gehen eine vertikale Spirale hoch und sie sollen durch die Mitte fallen und da unten eine Kette auslösen. Und ja, es hat geklappt. Ja, es hat geklappt, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt der Titel der Show. Ja, ja, ob Sie es glauben oder nicht, meine Damen und Herren. In Farbe ist da der Titel der Show. Ja, die sechste, David, ja. Und im Moment, Richtig, die 6. David Frost Guinness Buch der Weltrekorde Show. übrigens, es ist das erste Mal, dass Bob farbige Dominos benutzt hat. Er hatte sich wohl nach seinem letzten Auftritt hier bei uns einfallen lassen. Farbige Dominosteine. Ich bin beeindruckt und gerührt. Und da purzelt unser ganzer Titel zusammen. Das ist wundervoll. Wundervoll. Es klappt alles, Bob. Ja. Ja, leider haben die Mausefallen ein paar von den Worten getroffen. Also jetzt müsste da gleich Schluss sein. Ja, einen Moment noch. Jetzt sind wir fast am Ende. Also, das mit den Mausefallen, das war wirklich sehr interessant. Ach, können Sie das nochmal machen, Bob? Also, eine Mausefalle ist mitten auf einem Wort explodiert. Und da wieder auf einem C. Ja, das waren jetzt alle. Er hat es geschafft. Er hat es wirklich geschafft. Bob? Also, fantastisch. Fantastisch. Besonders beeindruckend war natürlich der Titel der Show in farbigen Dominosteinen. Also, sagen Sie, als Sie das letzte Mal bei uns waren, da haben Sie einen Weltrekord gebrochen. Aber Sie sind seitdem nicht noch einmal im Fernsehen aufgetreten, aber Sie haben den Rekord noch einmal überboten. Richtig, der Rekord steht jetzt bei 22.222 Dominos, die ohne anzuhalten umgefallen sind. Das ist eine ungeheure Zahl, meine Damen und Herren. Aber das waren ja Schwarze. Und heute der Rekord ist mit ganzfarbigen Dominos auf dieser Bühne in Las Vegas entstanden. Und er steht bei nicht ganz 6.000 Dominos, aber ungefähr bei 5.822. Ja, das ist ungefähr richtig. Ich meine, die letzten paar wären beinahe umgefallen, aber das lief nicht. Sie wären beinahe umgefallen, aber das lief nicht. Meine Damen und Herren, wir danken Bob Specker, dem Weltmeister. Unser nächster Gast ist ein Mann, der in seinem Leben mehr Knoten geknüpft hat als 17 vollbesetzte Seemannsheime. Sein Name ist Reverend Harry Ward von der Chapel of the Mountains. Und hier begegnen Sie ihm, dem berühmten Reverend Harry Ward. Harry will nun heute hier einen außerordentlichen Weltrekord angehen. Und zwar will er 24 Ehen schließen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in weniger als 40 Minuten. Sind Sie froher Hoffnung, dass Sie dies schaffen können? Oh ja, ich fühle mich wirklich ausgezeichnet. Also Sie sind zuversichtlich. Darauf können Sie wetten. Wie viele Paare haben Sie hier in Las Vegas schon getraut? Ja, warten Sie mal, ich würde sagen über 15.000, ja, so ungefähr. Über 15.000? In welchem Zeitraum? In 4 Jahren. Und kommen die Leute deswegen also hierher nach Las Vegas, um zu heiraten? Kommen sie her und wissen sie, dass sie heiraten werden? Oder ist das eine Augenblickseingebung? Ich meine... Nein, ich meine, wissen Sie, die planen die Heirat im Allgemeinen. Das ist eine ganz normale, beabsichtigte Sache zwischen 2 Menschen, verstehen Sie? Und hier nun, meine Damen und Herren, sehen Sie sich das an. Ist das nicht eine Pracht? 24 glückliche Paare, die sich langsam zu ihrer speziell geschaffenen Fernsehkapelle dorthin bewegen. Es ist eine Nachschöpfung der Chapel of the Mountains. Und da sind sie. Da sind unsere Paare bereit für diese herrliche Zeremonie. Erinnern wir uns, Sie wollen versuchen, 24 waren es, nicht wahr, Harry? In 36 Minuten. 36 bis 40? Ja, in 36 bis 40 Minuten. Also 40 wären schön. Harrys privater Traum sind nur 36, er ist der bescheidene Mann. Also Sie alle sind nach Las Vegas gekommen, um zu heiraten. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Wie viele von Ihnen sind, am besten wir kommunizieren durch Handzeichen, wie viele von Ihnen stammen nicht aus Las Vegas? Könnten Sie mir das zeigen? Da haben Sie es, meine Damen und Herren. Sie sehen, welche Attraktion immer noch Las Vegas ist. Also, Ihre Herde steht bereit, Harry, und wartet. Ich glaube, Sie sollten nun hinübergehen und Sie vorbereiten auf diesen wirklich wundervollen Augenblick. Naja, das will 24 ich Mal, gerne tun, okay. Wir werden in wenigen Minuten zurückkommen zur ersten Trauung. Also, in wenigen Minuten beginnt Reverend Harry Ward die 24 Trauungen in 36 bis 40 Minuten. 40 Minuten wären der Rekord. Drüben wird jetzt alles bereit gemacht. Ich finde das außerordentlich romantisch, hier in Las Vegas getraut zu werden, zwischen einem elektronischen Schießstand
und einem Kentucky Derby. Sie alle sind hierher gekommen, um zu heiraten. Und wir wollen unserem Freund Reverend Ward danken. Wir sehen uns das nachher noch genauer. Unser nächster Gast tut sinnbildlich genau das Gegenteil. Er heißt der große Manzini. Und er wird in Fachkreisen der Welt bester und schnellster Entfesselungskünstler genannt. Und heute Abend will er sich vor Ihren Augen 12 Meter über den Boden hängen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und er wird vollkommen gefesselt sein und er wird in einer Zwangsjacke stecken. Und damit es nicht so angenehm ist, wird das Seil, das ihn zwischen Decke und Fußboden schweben lässt, es ist 2,5 Zentimeter stark. Und dieses Seil wird in Brand gesteckt. Von einer zauberhaften Dame, seiner Frau nämlich. Und er hat nur 3 Minuten Zeit, um zu entkommen. Und Sie werden mir zustimmen. Wenn es gelingt, ist es eine bemerkenswerte Leistung. Und wenn nicht, dann ist es eine bemerkenswerte Tragödie. Tja, also, nun wollen wir uns erst einmal bekannt machen mit den Manzinis. Das ist die wundervolle Dinah, die das Feuer legen wird, um ihn ein wenig anzufeuern. Und hier haben wir ein paar reizende Gentlemen, die ihn in die Zwangsjacke stecken werden, den großen Manzini. Wie Sie nun sehen können, ist er bereits... Oh, Donnerwetter, was sehe ich denn da? Der arme Mann ist ja schon... Was haben Sie denn da alles? Ja, mir wurde soeben das Seil um die Knöchel gebunden, mit dem ich hochgezogen werde. Da wird dann Benzin drauf gegossen und es wird in Brand gesetzt. Und dann werde ich noch in eine Zwangsjacke gewickelt. Sind Sie schon mal dabei gewesen, als sowas Ähnliches schief gegangen ist? Nein, aber ich fahre fast jeden Tag zur Rush Hour Auto und das ist dasselbe. Aber im Ernst... Es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass es fast schief gegangen wäre. Man muss eben sehr schnell sein, verstehen Sie? Ich meine, und heute muss ich versuchen, Sie wissen ja, ich muss noch schneller sein als sonst, weil es ein Weltrekord sein soll. Okay, dann wollen wir die Fesselung vervollständigen. Wo ist die Zwangsjacke, meine Herren? So, jetzt wollen wir mal dabei zusehen. Ja, da können Sie was erleben. Das sind hervorragende Zwangsjackenwickler, meine Damen und Herren, die hier den großen Manzini auf seine Feuerprobe vorbereiten. Aha, da kommt noch der Sturzhelm. Von dem wollen wir hoffen, dass er ihn nicht braucht. Also ich bekomme meine Zwangsjacke immer nur abends und... Ja, das müssen aber wirklich starke Männer sein, die das Ding dazu bitten. Ah, und da haben wir Dinah. Ist das fest genug so, Mario? Ah, die verstehen ihr Handwerk. Ja, die verstehen ihr Handwerk. So, und dann, wie ist das mit dem Benzin? Sind Sie jetzt soweit? Können wir es raufgießen auf das Seil? Also, wiederholen wir nochmal. Wenn das Seil in 3 Minuten durchbrennt, dann wird der große Manzini zur Erde zurückfliegen. Nur etwas schneller als beabsichtigt. So, und jetzt zu mit der Zwangsjacke. Immer schön schließen. Ich glaube, Sie können das genau verfolgen, meine Damen und Herren. Die 2 starken Männer sind intensiv damit beschäftigt, während Dinah sich tapfer bemüht, die Benzindose zu öffnen. Und sehen Sie hier auch die Handschellen. Und diese Handschellen, glauben Sie, dass sie wirklich stark genug sind? Können Sie Gift draufnehmen? Ah ja, gut, Gift draufnehmen, okay. So, wie Sie sehen, wird die Benzinsache jetzt vorbereitet. Der große Manzini in einem außerordentlich eleganten Maßanzug. So, und jetzt haben wir wohl genug Benzin. Die Herren hier machen das wirklich hervorragend. Und da ist die Flamme, die in 3 Minuten das Seil durchbrennen wird, meine Damen und Herren. Jetzt noch 1 oder 2 Sekunden. Noch irgendwelche letzten Worte an die Zuschauer? Ich will nur eins sagen. Ich werde versuchen, mich zu konzentrieren und das tun, so schnell ich kann. Alle meine Gedanken werden nur bei dem sein, was ich jetzt tue. Verstehen Sie? Ich weiß, ich habe nur etwa 3 Minuten. Ich muss es in 3 Minuten schaffen. Das wär's dann. Fertig. Und jetzt kommt der große Augenblick. Der große Augenblick. Es geht jetzt hinauf. Und vergessen Sie nicht, 3 Minuten. Nur 3 Minuten und das Seil ist durchgebrannt. Langsam aber sicher wird der große Manzini in den Himmel gehoben. Er muss die Handschellen überwinden und die Ketten. Und da haben wir Dinah, die ein strenges Regiment über ihn führt. Nun beginnt er.
Jetzt beginnt er. Die Flamme können Sie übrigens da oben sehen, die langsam das Seil zerfrisst. Und der große Manzini bemüht sich. Und jetzt wühlt er sich durch die Zwangsjacke, als wäre es eine alte Bettdecke. Mein Gott, ist das ein Gewühle, ein Gewurzle da drin. Er kämpft mit der Zwangsjacke, er kämpft mit den Handschellen. Und die Herren, Sie haben es gehört, haben bestätigt, dass die Handschellen absolut korrekt sind. Und die Flammen fressen sich immer mehr durch das Seil. Oh, und da sehen wir eine Hand. Wir sehen eine Hand, meine Damen und Herren. Ja, er bewegt sich wirklich sehr schnell. Eine Hand haben wir gesehen. Wann werden wir die andere sehen? Ja, ich frage mich, wie er das mit den Handschellen machen will. Eine hat er frei und jetzt kann er sich an die andere machen. Ja, das Seil brennt immer weiter durch. Das Seil brennt durch. Also die Zeit, meine Damen und Herren, wird sehr knapp werden. Und er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Und er darf jetzt herunterkommen. Niemand kann ihn jetzt mehr daran hindern. Er hat sich befreit und kann herunterkommen. Jetzt aber schnell runter, Manzini. Denn jeden Moment wird das Seil reißen. Nichts wie runter. Der einzige Mann auf der Welt, der dieses unglaubliche Kunststück wagt. Und jetzt, da ich es gesehen habe, kann ich verstehen, warum. So, meine Damen und Herren, der Augenblick ist nun fast gekommen, wo der Reverend Ward von der Chapel of the Mountains hier in Las Vegas die Trauungen beginnen will. Die 24 Trauungen in 40 Minuten, wie wir vorhin schon erwähnten. Oh, was sehe ich? Das ist ja fantastisch, meine Damen und Herren. In der ganzen Zeit, und das waren ja immerhin einige Minuten, ist keines der Paare geflohen. Und das werte ich wirklich als ein gutes Zeichen. Himmlischer Vater, ich bitte dich, die Vereinigung von Leo und Nancy zu segnen. Wenn sie ihr Leben gemeinsam im heiligen Stand der Ehe beginnen, bitte ich dich, sie zu behüten. Führe und leite sie körperlich, geistig und geistlich. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen. Seit Anbeginn, als die Sterne des Morgens zusammen sangen und alle Sonnen Gottes vor Freude jubelten, hat es die Ehe gegeben. Durch Gottes Wort ist diese heilige Beziehung zwischen Mann und Frau Wirklichkeit geworden. Leo, willst du diese Frau Nancy zu deiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau nehmen? Ja, ich will. Nancy, willst du diesen Mann Leo zu deinem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen? Ich will. Also, Leo, würdest du nun diesen Ring an Nancy's Finger stecken? Und du, Nancy, steckst diesen Ring an Leos Finger. Durch Geben und Empfangen dieses Ringes, dem Symbol der Reinheit und endloser Hingabe, vereinigt ihr euch. Kraft meiner Autorität als ausübender Reverend des Staates Nevada erkläre ich euch nun mit Freuden zu Mann und Frau. Gott segne euch beide. Wieder mal befinden wir uns hier in luftiger Höhe. Wir sind, ich würde sagen, warten Sie mal, 12 Meter über dem Boden und wir wollen bei einem neuen, fantastischen Weltrekordversuch zusehen. Durch Steve McPeak, der sich bemühen wird, den Weltrekord im Fahren des größten Einrades aller Zeiten zu erreichen. Das sind unglaubliche 12 Meter, vom Rad bis zum Sitz. Und das allein ist schon ein Weltrekord. Und um alles noch komplizierter zu machen, wird er damit über ein Drahtseil fahren, das nochmal weitere 12 Meter über dem Erdboden gespannt ist. Also zusammen etwa 24 Meter. Übrigens, sein jüngster Rekord war ganz außergewöhnlich. Er hat Philippe Petits Rekord gebrochen, den World Trade Center Rekord. Dann ging Steve über die Yosemite Falls. Das sind immerhin circa 900 Meter hoch in der Luft. Und außerdem, hören Sie genau zu, er erkletterte und ging über die Kabel der berühmten Golden Gate Bridge. Eine todsichere Methode, sein Herz in San Francisco zu verlieren. Und jetzt wird er dieses außergewöhnliche Kunststück versuchen, das höchste Einrad der Welt zu fahren. Und das ist Steve. Der Traum erwies sich da als wesentlich. Wir haben uns gedacht, wir wollten, also das hier ist das kleinste Fahrrad der Welt und Charlie hat es entworfen.
Und wir haben uns gedacht, wir würden ihn zur Abwechslung gerne Ja, mal... ich glaube, ich sollte das Rad Ja, wechseln. also ich tausche mit Ihnen, okay? Also wir kommen jetzt von erhabener Größe zu popliger Kleinheit. Sehen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Sehen Sie sich das an. Er tut es, er fährt auf diesem lächerlichen Ding herum. Womit bewiesen ist, meine Damen und Herren, womit bewiesen ist, dass dieses Fahrrad viel zu groß ist für Charlie. Und deshalb haben wir hier noch ein etwas kleineres. Sehen Sie sich das hier mal an. Und das ist ein zweiter Rekord von Charlie, der in das Guinness-Buch der Weltrekorde kommt und den vorigen ersetzt, denn das war das kleinste Fahrrad der Welt. So, mein Lieber, jetzt wird noch einmal Ihr Sitzfleisch geprüft, denn ich bin mir nicht sicher, ob man auf diesem Fingerhut hier fahren kann. Ich tausche noch mal mit Ihnen und, ach ja, hier, das ist wohl die Zeitung, die Sie gelesen haben, als Sie auf dem Fahrrad saßen. Also, das ist, wir haben hier eine kleine Rampe aufgebaut, die ihm helfen soll. Ich will noch mal einen Blick drauf werfen. Schafft er es? Wir wollen genau sehen, ob er den Boden berührt. Und wenn er es schafft, dann ist er im Buch. Toll! Charlie Charles, er hat es geschafft. Was für eine fantastische Fahrt. Unser Glückwunsch gilt Charlie Charles. Wir danken Ihnen, Charlie Charles. Und nun, Sam und Caroline, Kraft meines Amtes, das mir vom Staate Nevada verliehen worden ist, und als Geistlicher des Evangeliums, ist es mir eine Freude und auch eine Ehre, euch nun zu Mann und Frau zu erklären. Gott segne euch beide. Das war Nummer 24. Gratuliere. Ich gratuliere. Würden Sie jetzt bitte dem Publikum zuwenden? Sie sind unser 24. Paar. Und wann haben Sie beide beschlossen zu heiraten? Oh, das war etwa vor einem halben Jahr oder so. Vor einem halben Jahr oder einer halben Stunde? Ja, vor einem halben Jahr. Und woher kommen Sie? Ich bin ursprünglich aus Arkansas. Ach, wie schön. Und Sie, Sir? Connecticut. Oh, Donnerwetter. Ja, also wir dürfen Ihnen beiden herzlich gratulieren. Unser 24. glückliches Paar. Und indem wir Ihnen eine glückliche Ehe wünschen, was wir selbstverständlich allen anderen Paaren auch wünschen wollen, gratulieren wir. Wir gratulieren Ihnen von Herzen. Es ist fantastisch. Meine Glückwünsche. Meine herzlichsten Glückwünsche. Da kann man mal sehen, wie ansteckend diese Angelegenheit ist. Denn wir haben hier noch ein weiteres Paar, das heiraten möchte. Ist das richtig? Ha? Sind Sie Freiwillige, weil Sie... Ach so, ja, ich verstehe. Also, was alles passieren kann. Sie haben Ihren Trauschein verloren und möchten normal heiraten, damit Sie zweite Flitterwochen erleben können. Da können Sie mal sehen, wie sowas anstecken kann. Aber lassen Sie mich mal nachsehen, wie unser Reverend Ward hier. Wir haben unsere magische Zahl von 24 Eheschließungen. Und die Zeit, warten Sie mal, das kann ich kaum lesen. Er hat sein 40-Minuten-Ziel leider nicht ganz erreicht. Aber es ist trotzdem eine ganz fantastische Zeit. 43 Minuten. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Reverend Ward. In 1 oder 2 Minuten werden wir alle Paare noch einmal sehen. Inzwischen unseren herzlichsten Glückwunsch an Reverend Ward. 24 jung vermählte Paare. Sie sind bereit, zu den Fahrstühlen zu stürzen, um sich... naja, ich brauche Ihnen das wohl nicht so genau zu erklären. Tja, und wie immer, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und leider ist unsere Show nun zu Ende. Und ich glaube, mit den 24 glücklichen Paaren, deren gemeinsames Leben gerade erst beginnt, und denen wir alles Gute für die Zukunft wünschen wollen, verabschieden wir uns aus Las Vegas. Ich wünsche Ihnen... Ach, Kutschik, wo hast du denn dein Lolli? Also ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, unter den Zuschauern und auch zu Hause einen angenehmen Abend. Es war wie immer ein Vergnügen. Und wir wollen vielleicht miteinander noch etwas trinken und uns zuprosten und unseren Ehepaaren und auch allen anderen, die mitgewirkt haben, alles Gute wünschen. So, ich glaube, jetzt habe ich allen das gewünscht, was man wünschen kann. Und für mich ist wieder mal nichts übrig. Auf Wiedersehen.
zum nächsten Beitrag heute Abend. Choreografen werden nicht geboren, sie explodieren. Gestern Abend explodierte einer. Sein Name Elliot Field. Die schrieb Clive Barnes, langjähriger Ballett- und Theaterkritiker der New York Times, nach der Premiere des Balletts Harbinger